Herzlich willkommen wieder bei GROBI TV, unserem Heimkinokanal. Ich bin jetzt ungefähr 488 Kilometer entfernt von Karst, und zwar bin ich in der Nähe von Paris. Und neben mir steht der David. David ist von der Firma TRINNOV, und in diesen Räumlichkeiten befindet der Dennis und meine Wenigkeit sich, weil wir sind seit insgesamt 3 Tagen hier und werden also hier ausführlich geschult über die TRINNOV oder zu der TRINNOV Altitude 32. At first, thank you very much for the invitation that we have the chance to be trained here in the last 3 days. We were a group of people, also wir waren eine größere Gruppe von Leuten aus aus der ganzen Welt, von Dubai bis hin nach Australien etc. Und you have shown us the Altitude 32. Yeah. Before we speak a little bit in detail in your new conference or presentation room or the cinema, with a lot of loudspeakers. Yes. Ja, also wir gehen gleich in einen neuen Präsentationsraum, wo eine Menge Lautsprecher sind, und man wird uns dort, oder wir zeigen euch dort mal einige der Besonderheiten dieser Altitude 32, denn es handelt sich da um einen ganz besonderen Vorverstärker und Decoder. So, aber ich würde erst mal wissen wollen, wo wir eigentlich genau sind. Also, what is this place here from TRINNOV? So we're in the head office. Yeah. So this is the head office here. We do all of our in-house Q&A is all done here. Yeah. So assembly is done off-site. Yes. All the final Q&A before stocks go into product happen here. And this is where all the research, development team, sales team are located. Since when is TRINNOV in the market? Officially, product-wise, 2014. 2014? Yes, but the research has been going on since 2001. Also, die Firma gibt es eigentlich seit 2001, means 2001 gibt es diese Firma. Wir sind hier in der Entwicklungsabteilung, beziehungsweise das ist eigentlich die Zentrale, wo Entwicklung und das alles durchgeführt wird. Und 2014 ist dann eigentlich das erste Produkt auf den Markt gekommen. Und produziert werden diese Produkte alle in Frankreich, in the near of Paris. Ne? It's a production of this. It's not so far away from It's not here, so far away, 10 kilometers. Genau, es ist also hier die Produktion. Okay, so we speak about later on some special features of the Altitude 32. Yep. Before we do this, I like to show the small one here, because this is one we think it is very interesting for a lot of potential users of a very good preamplifier. Indeed. Maybe it's not a TRINNOV. Sure. Of course, and it's very special because they have a chance to get the, what is it called? The TRINNOV components and the TRINNOV optimizer they can integrate in their equipment. Correct. Also es gibt eine Besonderheit. Bevor wir über diesen Altitude 32 hier reden, das hier oben, the name is? Magnitude. Der Magnitude hier, das Teil hier, ist besonders interessant für alle die bereits schon eine sehr gute Elektronik haben, aber überlegen, doch die Eigenschaften, die TRINNOV eben entwickelt hat im Bereich der Raumeinmessung, im Bereich der Raumkorrektur, auch nutzen zu wollen. Und dafür ist genau dieser unscheinbare schwarze Block hier besonders gut geeignet. Maybe you can explain me what it's doing, or what I can do. So, the Magnitude 32 is basically TRINNOV's optimizer in a box. Okay, so this version goes from 8 up to 32 channels. So you can see with the connections here, we have balanced input connectors, balanced output connectors to go to your amplifier. So this is housed between your preamp and your amplifier. Ja, also wenn ich mit meinem Schulenglisch versuche zu übersetzen, dieser kleine schwarze Kasten wird genau zwischen der Vorstufe und den Endstufen geschaltet. Und den gibt es von 8 bis, how many channels? Up to 32. Ja, also es gibt ihn wirklich von 8 bis 32 Kanälen. Also ich denke mal, im Wesentlichen haben die meisten mittlerweile vielleicht in dem größeren Kino schon diese 13 oder 15 Lautsprecher schon mal im Einsatz. Jedenfalls sind wir dabei, das sehr massiv sagen wir, zu unterstützen. Wir zeigen es ja auch schon seit 1,5 Jahren. Und genau dafür ist dieses System geeignet. That means it's only a question of a little bit money, space, and then a lot of cables I like to have, and then to connect it between. Exactly. Yep. Very easy. Very easy. And then I have all the features we will see later on in your presentation room, in the conference room, with the layout and where I can make the optimizing, everything. Exactly. So what this doesn't do is this doesn't do any decoding at all. Okay, so it's purely signal comes in, gets processed by the optimizer, and then is sent back out again. So a very simple product. We see it used in high-end stereo environments. Yeah. Maybe tri-amplified speakers with 2 subwoofers. Yes. Or in home cinema for products in between the altitude.
Ja, also eine hervorragende Lösung für alle die extrem hohe Ansprüche haben an ihre Stereo-Musikwiedergabe oder eben im Heimkino, dass man dort diese Technologien komplett nutzen kann und die aber alle ihre vorhandenen Decoder weiterhin verwenden können. Das ist ganz wichtig. Also das würde klappen. Da gibt es natürlich auch einige Informationen von uns. In der Zwischenzeit habe ich auch vielleicht noch gezeigt, es gibt eine Menge Preise, die TRINNOV in den letzten Jahren bekommen hat. Es gibt auch eine Menge YouTube-Videos, wo Leute aus der Branche, in dem Fall habe ich heute mal ein Video von DTS beispielsweise veröffentlicht, sagen, warum sie TRINNOV mittlerweile sehr erfolgreich im Einsatz haben. I spoke that you have a lot of, you won a lot of pricings, also certifications, something like this. Correct, Indeed, no? And then you have a lot of YouTube videos where we can see the people which are using this in the professional business. That means film studios. Exactly. I can tell some names because they are very, very close here on the mouth. Also I know a lot of streaming companies which are using this and a lot of companies which are working professional in the market for the creating of movies and software. Correct. So, das muss ich glaube ich in Deutsch schon übersetzen. Ansonsten ist das Video, sorry, I need to translate it in German. Otherwise it's more important for the American market. Absolutely. Ja, Scheibenkleister 3 Tage Englisch und du redest so noch Englisch hier. Also, das wird hier sehr, sehr, sehr erfolgreich in verschiedensten Studios. Wir haben DTS dabei, Dolby natürlich, die Auro Leute. Also und dann natürlich viele Filmfirmen, die also diese Geräte in ihrem Einsatz haben bei der Entwicklung und bei der Kreation entsprechender Software. Very nice. I would say we like to go to your new cinema room. Yep. We were the premiere, huh? You are the very first. You were working on the whole night, no? On it, yeah, no? We finished it Monday night. I say we, my colleagues, finished it Monday night, and you guys came in Tuesday morning. How many colleagues do you have here roundabout? Here in Paris, around 25. Here in Paris. Then we have a sales team in the US, Asia. That's it. Also 25 Mitarbeiter hier in der Zentrale, die also im Wesentlichen alles nur im Bereich der Entwicklung tätig sind. Und natürlich ist man vor Ort, auch dort, wo Filme gedreht werden und wo Technologie entwickelt wird, nämlich in Amerika als auch in Asien. Und ist dann sehr, sehr, sehr engen Kontakt mit all diesen Leuten, um eben auch in Zukunft Standards mitzuentwickeln. Wir kommen da auch gleich nochmal drauf, die dann jederzeit immer wieder in die Hardware integriert werden können. Das ist ja das Geniale. Also wir haben hier eine TRINNOV, it started at 2014, you said, yeah. Was the first product. Was the first product. Also da gibt es auch gleich noch einiges zu erzählen, werden wir uns gleich noch anschauen. Wird ein kurzes, knappes, schmerzloses Video. Ich hoffe, es ist interessant und den Rest könnt ihr euch natürlich bei uns anschauen, weil bei uns im GROBIKINO haben wir das Ganze im Einsatz. I would say we make a short video. It's not a 2-hour video, and we will show the rest in live in our studios in the GROBI cinema, and that people can feel and hear. Exactly. Fantastic. Perfect. Let's go. Thank you. Okay, Tom. Now we have you have an iPad in your hands. Yes. And the iPad is the best way to control and to make all the adjustments on the configuration. You can use an iPad. I prefer to use a laptop. It's just a bit easier with the mouse. But iPad works. Okay, also jetzt haben wir natürlich um das Ganze umfangreich zu bedienen, gibt es die Möglichkeit, das entweder über ein Tablet natürlich durchzuführen, man macht das über einen Browser, oder man hat die Möglichkeit natürlich über einen Computer zu arbeiten. Er mag lieber den Computer, weil man dann mit der Maus schneller diese einzelnen Felder anklicken kann. Okay, what is the main thing is we spoke about the really huge loudspeaker layout you are supporting with the TRINNOV machine. When I start, what I can do at first? Sure. So, looking at the layout screen that we have here, if I drop my layouts down here, you can see all the base layouts that we start from. Okay. Ja, also wenn ich jetzt natürlich anfangen möchte, meine Lautsprecher zu konfigurieren, und es ist jetzt vollkommen egal, ob ich 2 habe oder ob ich sogar dann eben die 16, 15, 20, 32 habe. Es gibt eben schon eine riesige Auswahl an fertigen Layouts, die ich dort habe und mit denen ich natürlich dann von der Basis arbeite. Und was man sieht here I see that you have a kind of 3D model of my room. Yes. So I see the maximum positioning of my loudspeakers. Yeah, so if I just turn that round, you can see the representation of the room. So this isn't your physical positions, it's just a representation. Okay, also hier wird es als Repräsentation, als ein Beispiel für meinen Raum angezeigt, die Art und Weise der Lautsprecheranordnungen. And when I start, you are not speaking about left, right, you have numbers for the loudspeakers. Correct, yeah. So if we look at the list that we have here, speaker number 2 is my right channel. Yes. And you can see it's a tri-amplified speaker, low, mid and high, and then the outputs right on the end there.
Yeah, das heißt, also wir haben jetzt hier eine besondere Konfiguration. Wir haben hier 3 Lautsprecher, das ist ein 3-Wege, aktives 3-Wege-System. Jeder hat seinen eigenen Verstärker, Hochtöner, Mitteltöner und Subwoofer. Und hier ist das sogar noch entsprechend aufteilbar. Also man sieht, man kann extrem individuell jetzt natürlich alles einstellen. Und wow, what we have here now? What was the loudspeaker layout? So it's 18.4.10. Ja, okay. So, das heißt also, er kann jetzt hier seine 18, 4 und 10 Lautsprecher konfigurieren und das dann auch, sieht man sofort, ob das jetzt unterstützt wird bei Auro, bei DTSX oder DTS. DTSX, you will have in the near future a new software which is supporting then more loudspeakers, ne? Yeah, so we are moving to a new software that will support DTSX Pro, Yeah. and that will allow us to go from 13 channels up to 30.2. 30.2. Ja. Also er kann demnächst mit dem DTSX Pro System bis zu 30 Lautsprecher und 2 entsprechend unterstützen. Das heißt also, man ist immer dabei and this is very interesting. You can do a lot of things with your software. It means I have the hardware and by software you can upgrade and upgrade. When I take a look back in the last 3 years, it was happening a lot of things. So the owner of your machine is really prepared for the future. Indeed. And for a lot of new features. So since the Altitude was released in 2014, the only hardware upgrade has been HDMI. Ja, Everything genau. else is done in software. Ja, also die Leute, die, what was it, 2014? 2014. Ja, in 2014, als die Altitude zum ersten Mal vorgestellt worden ist, von der Hardware. Die Besitzer dieser Geräte können bis heute das Gerät weiterhin verwenden, weil es über Software immer wieder aktualisiert werden konnte. Und das Einzige, was man brauchte, war ein neues HDMI-Board, weil the support of 4K, 2.1, ne? Indeed, yeah, that's right. Yeah. Okay, that means no 2.0. 2.0, Sorry, 2.0. yes. And 2.1 is on the horizon. That means we will have for the near future maybe a new upgrade, and then you can support the 2.1 if you like to have it. Correct. Yep. Okay, also auch das ist natürlich machbar. Man wird in Zukunft ein neues Board bekommen können, wenn es also 2.1 am Horizont da ist, dann würde man das nachrüsten können. Okay, that's fantastic. Yep. One very, very special thing. I know we have a lot of fans in the home cinema market which are absolutely focused on bus. Yes, Bus Management, of course, they have a double bus area and so on and so on. Also wir wissen ja, dass ja viele von euch das Thema Bus sehr lieben. Sie wollen es spüren, sie wollen es fühlen, sie wollen da nach Möglichkeit das letzte Fitzelchen noch rauskitzeln. Und wir haben hier ein absolut I think it's the only one with this kind of bus management. Ne? Yeah. Ja, wir haben hier also wirklich ein einzigartiges Bus Management. Das ist eins von vielen Features, die TRINNOV so bekannt und so berühmt gemacht haben. Und wir zeigen das mal als Beispiel. Here we have now 4 subwoofer. We have 4 subwoofers in this room, but the capability of the bass management is that every single speaker can be assigned its own subwoofer with its own independent crossover frequency. Ja, also jeder Lautsprecher kann mit einem Subwoofer kombiniert werden, beziehungsweise es können also jeder einzelne Lautsprecher, that means the loudspeaker in the lower bass and also in the upper. Correct. You can combine with a subwoofer. Correct, yeah. So if we look at the... Also man kann jeden Lautsprecher kann man kombinieren mit einem Subwoofer. Man kann auch sagen, du musst bitte von dem oberen Lautsprecher auch noch einen bestimmten Frequenzbereich auf den unteren Subwoofer oder auf den Subwoofer mit übertragen. Yeah. So if we have a look here, I can see that my left speaker at the moment is managed to all 4 of our subwoofers. The left front speaker. Left front speaker. In an example where it was maybe a ceiling speaker Yes. with a 100 hertz crossover, Yeah. we could manage down to a surround speaker, Yes. maybe down to, let's say, 50 hertz, Yes. and then down to a subwoofer for the real low LFE. Also, you can use the loudspeaker from the top and you can combine it. You can say, okay, da muss der Frequenzbereich auch noch in den Subwoofer übernommen werden. You take it to the Subwoofer für 50 Hertz mit 50 Hertz. Und das ist natürlich sehr, sehr beeindruckend, dass man das also alles noch individuell miteinander kombinieren kann. Okay. Yeah. Not bad. Not bad. Yeah. It's the most flexible bass management available. And it is also usable with double bass areas and Yes, something like this. That's absolutely. not a problem. It's Yeah? not a So we problem. have a lot of internal things. This is the reason why we are here for the training. Also das ist natürlich der Grund, warum wir hier im Training sind. Wir sind jetzt hier insgesamt 2,5 Tage. Der Dennis ist hier und hat also hier noch aufmerksamer zugehört wie meine Wenigkeit, weil wir natürlich auch in unserem GROBIKINO diese Anlage ja stehen haben. Zurzeit noch mit 15 Lautsprechern. Mal gucken, wie weit wir das demnächst noch nach oben treiben. I say that we have in our cinemas 15 loudspeakers. And it's maybe only
only question of time and money when we upgrading this. Ne? Also Geld gehört natürlich auch noch ein bisschen dazu, damit wir es vielleicht mal weiter upgraden, aber es war schwer beeindruckend. It was really impressive when we heard yesterday our content, which we know very well, with the loudspeaker area. Also das war schon sehr beeindruckend. Unseren Inhalt, den wir hier haben, den wir jeden Tag hier auch präsentieren, hier nochmal in einer weiteren, ausführlicheren Wiedergabe hören können. Okay, that was one. What do you have again? What we spoke about the bus management, base management, speaker layout. I can't remember what the other point was. What were we going to look at? Yeah, this is 3D mapping. Of course. That's the way. Yes. So let's have a look. Also, sorry, explain. Sure. Also, 3D-Mapping, das ist auch eine absolute Besonderheit von TRINNOV. Das heißt, wenn ich physikalisch, when I have physical my loudspeakers on this position, but I like to hear it a little bit behind me or in front of me, but it is not possible because the positioning of the loudspeaker is not possible to change, then I can do this electronical. Correct. So if you look at the graph that we have here, you can see we have our speakers here. So my left speaker is not ideally placed compared to the reference position. Yeah. So this is the position it is, physical. But this would be the position the system likes to have after measuring with your special microphone. Exactly, yeah. Yeah. Sorry, explain. Of course. Also das ist die Position, die wir tatsächlich haben, aber das Mikrofon, was ja this microphone we spoke about it, is a three-dimensional measuring. Yes. Das dreidimensionale Ausmessen des Raumes hat eigentlich ergeben, dass von der Position, wo ich es gemessen habe, eigentlich der richtige Winkel hier wäre. This is normally the right one. After the measuring, because my microphone was there and it said, okay, you like to have it there. So this is a representation of the ideal positions. Yes. That would be, that we would have the speakers. Yes. But using a combination of my left and my left surround, we can basically steer the sound, as I say, with a combination of these two speakers to that position. Okay. Yeah. Okay, also das heißt, man kann das jetzt elektronisch können wir das jetzt so optimieren, dass also der Sound mehr aus dem Bereich kommt, obwohl physikalisch der Lautsprecher dort ist. Can you do it also manual? Yeah. Or not? Or is it done automatically by the measuring? It's done automatically by the measuring. Yes. Yeah. It can be tweaked, but we normally stick to what the measurement tells us, because the microphone is more sensitive than your ear. Well, it's more accurate in a 3D space, up to 1 centimeter. Up to 1 centimeter. Yeah. Ja, also das haben wir auch festgestellt. Also das Mikrofon schlägt das eindeutig vor und da hält man sich am besten dran, weil es einfach wesentlich genauer und präziser ist. Man muss das Mikrofon auch exakt ausrichten. You have a red dot there, Correct. And it needs really to have a line to the center. Yeah. Otherwise, if the red dot is going this direction, then it shows me complete different. It will put the image. Off to the side. Genau, also das ist sehr, sehr wichtig, dass das Mikrofon exakt ausgerichtet ist, wie an einer Schnur gezogen, gerade zum Center hin, und dann wird der Raum. It was not so long time when it was a measuring, around about 5 minutes or so, ne? It depends on the loudspeakers. I mean, we've got 33 loudspeakers in here that we need to calibrate, and it took 4 or 5 minutes. Not so bad. Fine, okay. That was the measuring, that was this with the loudspeakers, that was this with the... you have a different noise you make for your measuring. Correct, yes. It is not the, what is it called, pur, is it not? So you've got various different types of measurement sound you can take. You can take a frequency sweep, which is those funny sweeping noises. Exactly. You've got pink noise, you've got white noise. Rosa Rauschen, weißes Rauschen. We basically use a combination of all three, but it's called MLS. So it's pink and white noise with timing information as well. So when you hear it, it kind of goes. Yes. That's the timing information. Ja, also man nutzt ein MLS. MLS. Ja, man nutzt hier bei TRINNOV auch ein anderes Testgeräusch, nämlich das hat die Bezeichnung MLS, weil es eigentlich eine Kombination von all den bereits bekannten Testgeräuschen ist, weil man dann mit einem Geräusch mehrere Informationen gibt. You have more information with one noise. Exactly. Yeah, okay. Good. And it is also possible to use it with different positioning, if you like it. That's yes, right, no? Absolutely. Yeah, we can take measurements from the front row of seats, take another one at the back row of seats, off to the left, off to the right, as many as you want. Also wir können auch natürlich mehrere Positionen nehmen. Let at least me show you we can store a lot of layouts. Yep.
Also das ist auch nochmal beeindruckend. Wenn wir Lust haben und wollen verschiedene Layouts abspeichern von unseren Lautsprechern, sagen wir wollen ein reines Stereo, wir wollen eins, wo wir vielleicht nur 7 Lautsprecher nutzen, wir wollen eins, wo wir nutzen alle, dann kann ich das abspeichern. Und zwar, we have how much presets we have? 29. Ja, wir haben 29 Abspeichermöglichkeiten. And in every of these presets, you can change the layout of the loudspeakers, you can change everything. Absolutely. And while I'm running, when I'm hearing and running my movie, I can switch between the presets. Yes, yes. So we have a light mode, which basically doesn't load all of the graph data. Yes. So it's just the runtime. So the binary stuff in the background, it loads much faster. So if you do need to switch for demo or mid movie, you can do it quicker. You can do it. Ja. Okay, also es ist ziemlich auch beeindruckend gewesen, dass wir nämlich hier ganz schnell zwischen diesen einzelnen verschiedenen Modis umschalten können, um auch vielleicht mal zu demonstrieren, was ist denn, wenn wir das Ganze nur mit 5 Lautsprechern oder eben mit 8 oder mit 9 oder mit noch viel mehr. Und dann wird das auch jedes Mal hier entsprechend abgespeichert. Da ist das Ganze. Okay, let's have a last look. I showed some pictures while we have now the interview from the training. We saw a lot of nice graphics. Absolutely. This is very interesting too, because when I see the graphics and I see what is the measuring, and then I see the correction. Yeah. I have here all my loudspeakers on the right side. I hope we can see it from the camera. And then I can switch off maybe or can see only the one I like to see. I switch off all the rest of the loudspeakers. Yeah. And then I see my curve and I can see the correction and I can go inside this. So in detail, there's a lot of, das sind wirklich sehr viele, ich sag mal, individuellen Einstellmöglichkeiten. Man kann es eben hier alles einzeln auswählen. Deshalb ist es eigentlich auch sehr wichtig, dass wir es natürlich anbieten, diese Einmessung durchzuführen, gemeinsam mit Dennis eben oder mit unseren externen anderen Partnern, die wir auch in dem Bereich noch haben, um dann vor Ort wirklich in dem Raum das Optimalste aus diesem ganzen System, aus der ganzen Hardware rauszuholen. Hardware meint ja nicht nur den Verstärker, sondern Hardware meint natürlich auch die vorhandenen Lautsprecher mit den entsprechenden Räumlichkeiten, die dort vorzufinden sind. Yeah, very interesting. Okay, Good. Something you like to show me maybe which is very special? There's so many things are special. Oh, there's so many things we could go into, but just as a very brief overview. Yes, please. Yeah. The tabs across the top here. Yeah. So we start with amplitude. Yeah. Okay, which is the measurement from the speaker. Yes. But also including the energy from the room. From the whole room. From the room as well. Also es wird nicht nur der Verstärker da geprüft, sondern auch die gesamte Energie im Raum. That's right, ne? Energy in the room? Yes, correct. Oh, okay, oh Gott. Okay. Hoffentlich ist alles gut übersetzt. Okay, mach weiter. Hm? And then we have the amplitude direct, Yeah. which is the direct sound from the speaker. Ja. Yeah, so we can see whether it's an issue with the speaker, whether it's an issue with the room. So we can look at those independently. Okay, is there something wrong maybe on the system? Yeah, exactly. Also from the loudspeaker, something like this. Maybe we have changed the polarity as an example. Exactly. Ne? Okay, also das kann man auch prüfen, ob der Lautsprecher alles von der Anlage richtig eingestellt worden ist. Okay. Ja. We then have the phase. I like it very much yesterday. Yeah. So you can see all the phase that we've managed to correct in the high frequencies. Yes. Okay. So we use a mixture of FIR, finite impulse response, and IIR, infinite impulse response filters to do this correction. I'm sorry to make Can you translate it in German? No, I can't. I'm sorry. Okay, das werden wir dann im nächsten Video erklären. Also man kann auf jeden Fall an der Phase Finite impulse response. Aha, the impulse response. Yeah. So we do that for the bass region. Ja, vom Bass. Yeah. Because it's and then we use the infinite impulse response in the treble. Okay, and the end result is a much better bass. It is. And it's much clearer and more dynamic. Exactly. And ideally, we would use FIR filters across the full bandwidth, but it'd be a huge amount of processing, huge amount. So we have to make a compromise. But there you go. You can see the results. We're now only one phase And rotation. this is gone. Yep. That's better, ne? Much better. Yeah, vocally. Das habe ich auch verstanden und ich habe es auch gehört. Ja, that's a fact. Also als wir das bei uns im GROBIKINO zum ersten Mal installiert haben, und wir haben vielleicht gerade mal 20% installiert von der Funktionalität her, eine unfassbare Dynamik, eine unfassbare Klarheit. Es ist präzise, es ist unheimlich sprunghaft, je nachdem, was ich natürlich gucke da. Ja, das sind wirklich Elemente, die wir so in dieser Art und Weise vorher noch nicht gehört haben. Yeah, okay, I said when we started with the TRINNOV in our cinema, it was unbelievable from the impulse, from the dynamic, it was so clear, and so stable. It was unbelievable. So that's this graph here. So you can see the original impulse of the speaker. It's very weak. Yeah. Okay, and then it has a very early reflection that it's picking up here. Yeah. You can see the after. It's an incredibly powerful impulse. Yes. Very clean, very clear. Yes. And we've got rid of all the extra flutter
afterwards as well. Yeah, it's nice that my ear can confirm it. Exactly. Ja, Good. also das ist das, was man eben vorher hat, das ist das, was danach korrigiert wird und mein Ohr hat es definitiv bestätigt. Das ist wirklich beeindruckend. Ich kann es nur jedem empfehlen, kommt mal rüber, wir zeigen euch das und wir können ja, but we can also then in the future, we can say without correction and with correction, because we can make two separate presets. Absolutely. So here we can turn on or off Yes. the different settings. Yeah. So you can directly here, we need not to explain so many things. Please sit down, hear it with correction and hear it without correction. Absolutely. Ja, und das ist wirklich beeindruckend. Also wir brauchen gar nicht viel quatschen, wir machen einfach mal an und aus den Knopf und dann werdet ihr es merken und danach wollt ihr es nicht wieder. It is dangerous to hear it. Yes. Okay, so we have 9:25, we are in time. Yep. At 9:30, Training starts third again. day, training starts. Yeah. Very nice. Okay, super. Let's go. Perfect. So, 488 Kilometer wieder zurück in den Osten, nämlich hier nach Kars sind wir beide gefahren, am Mittwochabend. 2 Tage später sind wir wieder im GROBIKINO, ein Friseurbesuch war auch noch zwischendrin und nun wollen wir uns das Ganze nochmal bei uns im GROBIKINO ansehen, anhören. Da werden wir noch in den nächsten Tagen etwas Feintuning machen. Genau. So ganz spontan gefragt, wie war dein Eindruck? Was hat es dir gebracht? Also neben dem Höreindruck, den wir vorher ja durchaus schon hatten, über die Remote-Sache, die wir gemacht haben, einfach natürlich jetzt das Verständnis. Ist auf jeden Fall um ein Vielfaches besser geworden, wie was funktioniert und warum auch und welche Zusammenhänge dort sind. Weil, das ist ähnlich bei der Projektion, ich kann nur auf den Beamer gucken, ich kann nur auf die Leinwand gucken, aber insgesamt spielen die zusammen. Ist es hier jetzt auch eben auch, welche Regler verstelle ich wo, welcher Graph vorher, nachher, aber auch der Filter, was macht der, sagt er mir, muss ich noch was an der Einstellung ändern, muss ich noch was am Raum ändern, steht der Lautsprecher nicht richtig, muss ich ihn ausrichten, wenn ich ihn nicht ausrichten kann, wie kann ich ihn remappen, also was mache ich bei mehreren Sitzreihen, wie fasse ich das Ganze zusammen. Ne? Wenn ich eine erste Sitzreihe habe und da den Surround positioniere, dann ist es für die zweite Sitzreihe kein Surround mehr, weil er eigentlich zu weit vorne ist. Wie löst man, also wie geht man da Sachen an? Wir haben ja unheimlich viel angeschlossen, was ja grundsätzlich interessant ist, aber dann natürlich auch übersetzt auf TRINNOV. Ja. Genau, so und damit ihr merkt, dass das alles auch nicht irgendwie Hokuspokus ist, sondern wirklich anfassbar erhörbar ist, haben wir unter anderem die Möglichkeit, beispielsweise über diese entsprechenden Komponenten in der Software, euch die Korrekturen, die hier mit der TRINNOV passieren, auch der Reihe nach mal vorzustellen. Das heißt, wir können einmal das Signal nativ hören und wir können es dann mit den einzelnen Korrekturvarianten, die es dann dort gibt, eben entsprechend auch hören. Und dann könnt ihr selber entscheiden, was ihr davon wirklich erhört und ich verspreche euch, ihr werdet immer was hören und es geht eigentlich immer so, dass wir hier wieder die 10-Sekunden-Videos hätten machen können, nämlich dann geht sofort das Grinsen an bei denen, die es heute beispielsweise schon hören konnten, mit dem Vorher-Nachher-Vergleich. Wir hatten vorhin schon die Frage, ja, aber wie klingt es denn, wenn es nicht an den Mundus ist? Ja, genau, das hatten wir allerdings auch schon, richtig. Ich glaube, der Zuschauer weiß, wer gemeint ist. Nein, aber das war wirklich so, man hätte wirklich im ersten Moment denken können, das sind hier nicht unsere kleinen Optikons, sondern das war ein unheimlich räumlicher, voluminöser Klang, der hier hörbar gewesen ist, rein Stereo-Wiedergabe. Und ja, das war schon sehr beeindruckend. Ja, und ich denke, jetzt über die nächsten Sommermonate können wir das hier immer weiter ausbauen. Also wir werden Situationen aufbauen. Ich habe ja hier mit 29 Presets, die wirklich quasi 29 völlig eigenständige Konfigurationen sind. Also nicht einfach nur ein Filter A oder ein Filter B, sondern ich kann es ja wirklich komplett anders machen. Wie klingt es auf einem Platz eingemessen? Wie klingt es, wenn es für den ganzen Saal eingemessen ist? Wie klingt es mit einem anderen Lautsprechersystem? Also wir warten noch auf einen weiteren Umschalter, wo wir dann wirklich alle Vor- und Endstufen kreuz kombinieren können. Genau, wir gehen einfach mal rüber. Genau, wir gehen mal rüber. Also der Sommer ist nicht zum Füße hochlegen da, sondern aufrüsten. Genau, hier ist immer Action, auch wenn im Kino nichts ist, dann ist hier immer Action. Also wir haben euch ja schon mal gesagt, wir haben jetzt 2 große Racks hier mittlerweile. Ja. Hier ist schon einiges vorbereitet. Wir warten im Moment immer noch auf einen Umschaltpult, wo wir dann noch die ganzen verschiedenen Lautsprecherkonfigurationen, die wir hier haben. Wir haben ja 2x13 Lautsprecher hier installiert, die wir dann auch mit unterschiedlichen, in dem Fall einmal DALI, einmal Bowers-Wilkins, auch hier zentral von der TRINNOV ansteuern könnten. Das wären dann eben 2 Presets alleine schon, wobei wir dann noch weitere Varianten
machen können. Hier ist die Marantz 8805, also das geht auch. Und was mir wieder besonders gefiel, war die Geschichte, dass man beim 3D-Sound unter anderem hier für ein nettes kleines Tool hat, in dem wir nämlich beispielsweise sehen können, auf welchen Kanälen ist gerade was für eine Aktion. Und zwar haben wir einen Levelmeter und dann sehen wir eben, wenn da oben rechts eine Menge los ist, dann geht da richtig die Post ab vom Levelmeter und ist dann eben bei den oberen Kanälen gar nichts los, was ja so unser Vorwurf an die Industrie immer noch ist. Und es wurde uns auch hier in einem Meeting wieder bestätigt, dass es da immer noch eine Menge Diskussion im Hintergrund in Hollywood und Co. gibt. Also es ist Stand Mai 2019 immer noch ein heiß diskutiertes Thema dort mit den Machern. Und auch da wieder haben wir rausgehört von Leuten, die auch an dieser Schulung teilgenommen haben und die auch einige Leute wirklich persönlich kennen. Es ist verdammt nochmal kein Know-how-Problem und auch kein technisches Problem, das so wenig Technik ist. Es ist ein rein finanzielles Problem in vielen Fällen weiterhin, dass man einfach eine Menge Arbeit investieren muss, wenn man das nochmal so dreidimensional abmischen möchte. Und zwar über 2 Stunden Länge und nicht nur eben 3 oder 4 Effekte da reinpackt. Ja. Also wir können das jetzt in Zukunft auch sehen, ohne dass wir die Lautsprecher oben immer aus- oder anmachen müssten. Man sieht sofort, wann welches Objekt wo beispielsweise rumfliegt. Und eben auch differenzieren. Wir haben sowohl einen Input-Meter als auch einen Output-Meter. Also wir können sehen, was geht rein, was schicken wir raus und das dann jeweils in dem klassischen Graph, der eben unten grün anfängt, der dann gelb bis ins Rote eben reingeht, Pegelanschläge. Genau. Da kann man das also wirklich schön sehen. Also, was wollen wir uns damit sagen? TRINNOV ist hier, haben wir ja schon in den letzten Wochen vorgestellt. Wir haben noch ein bisschen verfeinert. Wir werden euch noch mehr Informationen dazu geben. Wir haben die Möglichkeit, im zweiten Halbjahr 2019 haben wir vor, das ein oder andere Event nur speziell zu dieser Thematik zu bringen und wollen da euch auch entsprechend noch etwas näher an das ganze Thema ranführen, weil das Schöne ist ja auch, und das haben wir ja schon am Anfang unseres Videos erwähnt, es gibt eben ein Produkt, was für alle die interessant ist, die sagen, nee, meine Vorstufe, da werde ich mich nie von trennen, von meinen Endstufen trenne ich mich auch nicht, aber ich hätte schon gerne diese ganzen Korrekturvarianten, die wir jetzt hier speziell vorgeführen können, und wenn ich das haben möchte, dann muss ich wieder den, was war das, Amnesit? Nee, also für die Mehrkanalwiedergabe ist dann der Magnitude. Der Magnitude genau. War es, genau. Also Magnitude, ich blende mal ein Bild ein, wie er aussieht, eigentlich relativ unscheinbar, aber eine Menge Technik im Inneren, und der wäre eben für diesen Kundenkreis besonders interessant. Ja, das war es eigentlich, ne? Jetzt können wir mal ins wohlverdiente Wochenende. Wir haben Samstag. Es war eine harte Woche. Wohlverdientes Wochenende heißt, in einer Stunde geht's nach Hause, Füße hoch. Und ich gucke mir die neue Staffel von Gomorra an. Auf Sky ist die. Ja, erste Folge. Mein Gott, das wird wieder langes Warten. Bis zum nächsten Mal wieder bei GROBITV. Bis dann. Tschüss. Ciao.